Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 1. August 2025. Marlene Engelhorn will nach Gaza segeln. Die Millionenerbin und Aktivistin Marlene Engelhorn will sich einer neuen Schiffsaktion Richtung Gaza anschließen. Auf Instagram hat sie gesagt: Jeder Mensch soll sagen, was richtig ist. Engelhorn setzt sich für mehr Gerechtigkeit ein. Mit ihrer Aktion Tax Me Now will sie, dass reiche Menschen mehr Steuern zahlen. Im Jahr 2024 hat sie 25 Millionen Euro aus ihrem Erbe an soziale und ökologische Projekte verteilt. Reiselust in Deutschland. Die Menschen in Deutschland sind im letzten Jahr besonders viel gereist. So viel wie noch nie seit 2012. Laut Statistik haben sie rund 277 Millionen Reisen mit mindestens einer Übernachtung gemacht. Das sind mehr als 3 Reisen pro Person. Privatreisen waren besonders beliebt. Viele Menschen haben Urlaub gemacht oder Familie besucht. Geschäftsreisen gab es dagegen weniger als früher. Noch nicht so viele wie vor der Corona-Zeit. Die meisten Menschen sind im Inland oder nach Italien, Österreich, Spanien, Frankreich oder in die Niederlande gereist. Die meisten Menschen sind mit dem Auto gereist. Das waren 58%. 19% sind mit der Bahn gefahren. 17% sind geflogen mit dem Flugzeug. Etwa jeder Fünfte ist gar nicht verreist. Skandal in Thailand. Sex, Geld und 80.000 Nacktfotos. In Thailand verehren viele Menschen buddhistische Mönche. Sie leben meist in Armut und folgen dem Zölibat. Viele Menschen sehen sich als moralisches Vorbild. Doch nun erschüttert ein Skandal das Land. Eine Frau soll mit vielen Mönchen intime Beziehungen gehabt haben. Dabei soll sie auch um Geld betrogen haben. Laut Polizei fand man bei ihr über 80.000 Nacktfotos mit Geistlichen. Viele fragen sich jetzt, wer trägt wirklich die Schuld? Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 2. August 2025. Trump schickt Atom-U-Boote Richtung Russland. US-Präsident Donald Trump hat 2 Atom-U-Boote in Richtung Russland geschickt. Grund dafür ist ein Streit mit dem russischen Ex-Präsidenten Medwedew. Trump hat auf der Plattform Truth Social geschrieben, dass Medwedew gefährliche Aussagen geäußert hat. Solche Worte können schlimme Folgen haben, hat er gewarnt. Die USA wollten damit zeigen, dass sie bereit sind. Russland hat bisher nicht auf die Aktion reagiert. Weniger Bier, mehr ohne Alkohol. In Deutschland wird immer weniger Bier mit Alkohol getrunken. Im ersten Halbjahr 2025 haben Brauereien so wenig alkoholhaltiges Bier verkauft wie noch nie seit 1993. Zum ersten Mal lag die Menge unter 4 Milliarden Litern. Anders sieht es bei alkoholfreiem Bier aus. Hier steigt die Nachfrage. 2024 wurden fast 580 Millionen Liter produziert.
doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Auch Mischgetränke mit weniger Alkohol wie Radler sind etwas beliebter geworden. Bundeswehr hilft Menschen in Gaza. Die Bundeswehr hat Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. 2 Transportflugzeuge haben 14 Tonnen Lebensmittel, Milchpulver und Medikamente gebracht. Außenminister Wadefuhl hat gesagt, die Lage ist sehr schlimm. Deshalb will Deutschland schnell helfen, auch mit Lieferungen aus der Luft. Gleichzeitig will die Bundesregierung mit der UN den Landweg für Hilfe wieder öffnen. Die Luftbrücke wird zusammen mit Jordanien organisiert. Spanien plant neues Wahrzeichen. In Spanien soll eine riesige Stierstatue gebaut werden. Aus Metall und 300 Meter hoch. Sie soll genauso hoch sein wie der Eiffelturm in Paris. Die Statue soll ein neues Symbol für Spanien sein. Auch viele Touristen sollen sie besuchen. Die Idee kommt von der Spanischen Akademie für Stierkampf. Ihr Chef hat gesagt, viele Touristen kaufen eine kleine Stierfigur. Warum bauen wir nicht einen, den sie nie vergessen? Viele Städte in Spanien wollen, dass die Statue bei ihnen gebaut wird. Zum Beispiel Burgos oder Ciudad Rodrigo. Sie hoffen auf mehr Besucher und mehr Geld. Aber es gibt auch Kritik. Manche finden, der Stier passt nicht mehr zu einem modernen Spanien. Vor allem junge Menschen mögen Stierkämpfe immer weniger. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 4. August 2025. Wer ist Alex Karp und was macht seine Firma Palantir? Alex Karp ist Chef der US-Firma Palantir. Die Firma sammelt und analysiert viele Daten. Damit hilft sie der Polizei, zum Beispiel um Kriminelle oder Verdächtige zu finden. Auch in Deutschland nutzt die Polizei diese Software. In den USA wächst Palantir vor allem unter Präsident Donald Trump. Kritiker befürchten, die Software könnte nicht nur gegen Kriminelle, sondern auch gegen politische Gegner oder Migranten eingesetzt werden. Karp verdient mit Palantir Milliarden. Allein im Jahr 2024 waren es 6,8 Milliarden $. Trotzdem sagt er, mir geht es nicht nur ums Geld. Ich will Amerika schützen. Klage gegen Booking.com. Mehr als 10.000 Hotels in Europa klagen gemeinsam gegen das Reiseportal Booking.com. Sie fordern Schadensersatz, weil sie viele Jahre lang ihre Preise nicht selbst festlegen durften. Ein europäisches Gericht hat entschieden, Hotels dürfen ihre Zimmer auch auf der eigenen Website günstiger anbieten. Früher war das verboten. Das war unfair. Die Hotels hoffen jetzt auf Entschädigung für die Jahre 2004 bis 2024. König Charles verkauft den Heli der Queen. König Charles will den alten Hubschrauber seiner Mutter verkaufen. Die Queen hatte ihn oft genutzt. Der rote Helikopter hat Platz für 8 Personen und war sehr luxuriös, mit Ledersitzen und königsblauem Teppich.
Jetzt soll er für etwa 5,7 Millionen Euro verkauft werden. Charles möchte 2 neue, umweltfreundliche Hubschrauber kaufen. Auch ein altes Auto der Queen wird verkauft. Ein Range Rover, den sie früher oft gefahren ist. Er soll rund 80.000 Euro bringen. Ein Jahr ohne Verkehrstote in Helsinki. In Finnlands Hauptstadt Helsinki ist ein ganzes Jahr lang niemand im Straßenverkehr gestorben. Der letzte tödliche Unfall war im Juli 2024. Laut Verkehrsexperten liegt das vor allem an den Tempolimits. In vielen Straßen gilt höchstens 30 km/h. Viele Geflüchtete vor Jemens Küste ertrunken. Vor der Küste des Jemen ist ein Boot mit über 150 Geflüchteten gesunken. Nur 12 Menschen konnten gerettet werden. Mindestens 68 sind gestorben. Viele werden noch vermisst. Trotz des Krieges in Jemen fliehen viele Menschen über das Land in Richtung Golfstaaten, oft auf überfüllten Booten. Allein im Jahr 2024 sind laut der Organisation IOM mehr als 60.000 Geflüchtete im Jemen angekommen. Immer wieder gibt es schwere Bootsunglücke. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 5. August 2025. Netanyahu will weiter Krieg in Gaza. Israels Regierungschef Netanyahu will den Gazastreifen ganz einnehmen. Das berichten israelische Medien. Doch viele Menschen in Israel sind dagegen, auch Familien von Geiseln. Sie wollen ein neues Abkommen, damit die Geiseln nach Hause kommen. Auch hunderte israelische Ex-Sicherheitsbeamte haben US-Präsident Trump aufgerufen, den Druck auf Israels Regierung zum Ende des Kriegs im Gazastreifen zu erhöhen. Sie haben einen Brief geschrieben. Die Hamas ist keine große Gefahr mehr. Die Geiseln kann man nur mit einem Abkommen retten, nicht mehr mit Krieg. Fleisch darf mehr kosten, sagen viele Jüngere. Eine neue Umfrage zeigt, viele junge Menschen in Deutschland sind bereit, für Fleisch mehr zu bezahlen, wenn es gut für die Umwelt ist. Besonders die Generation Z ist offen dafür. 57% von ihnen sagen, Fleisch darf mehr kosten, wenn Tiere besser gehalten werden. Auch ältere Menschen stimmen dem teilweise zu, aber seltener. Hannover und Düsseldorf wollen Kinder aus Gaza aufnehmen. Die Städte Hannover und Düsseldorf wollen je 20 Kinder aus dem Gazastreifen aufnehmen. Auch israelische und palästinensische Kinder. Sie sollen medizinische oder psychologische Hilfe bekommen. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay hat die Pläne am Donnerstag vorgestellt. Düsseldorf hat am Freitag nachgezogen. Das Innenministerium hat vorsichtig reagiert. Die Hilfe ist nur möglich, wenn sich die Lage im Gazastreifen verbessert. Die Bundesregierung prüft, ob eine Ausreise überhaupt machbar ist. Vegane Burgerkette Swing Kitchen ist pleite. Die Fastfood-Kette Swing Kitchen hat Insolvenz angemeldet. Die Kette wurde 2015 in Wien gegründet.
Das Konzept: Burger, Nuggets und Wraps, alles vegan. Doch jetzt fehlt das Geld, um weiterzumachen. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 6. August 2025. Eis bleibt beliebt. 8 Liter pro Person. Auch im Jahr 2024 haben die Menschen in Deutschland im Schnitt rund 8 Liter Speiseeis gegessen. Genauso viel wie im Jahr davor. Die meiste Menge ist aus dem Supermarkt gekommen, etwa 6,5 Liter pro Person. Rund 1,5 Liter wurden in Eisdielen oder als Softeis geschleckt. Die meisten genießen ihr Eis zu Hause, im Garten oder auf dem Balkon. Laut Süßwarenverband bringt Eis gerade in schwierigen Zeiten Freude. Bombe in Dresden. 17.000 Menschen müssen raus. In Dresden soll am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Sie wurde auf der Baustelle an der Karola-Brücke gefunden. Alle Menschen in einem Umkreis von 1000 Metern müssen bis 9 Uhr das Gebiet verlassen. Das betrifft rund 17.000 Personen. Auch Touristinnen und Touristen in Hotels. Die Stadt hat ab 6 Uhr eine Notunterkunft in der Messe Dresden geöffnet. Shuttlebusse bringen die Menschen dorthin. NASA will Atomreaktor auf dem Mond bauen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will auf dem Mond einen kleinen Atomreaktor bauen. Das berichtet die Zeitung Politico. Der Reaktor soll Strom liefern für längere Missionen auf dem Mond. Schon bis zum Jahr 2030 soll er einsatzbereit sein. Ein Grund für das Projekt ist der wachsende Wettbewerb mit China. Auch China will bald eine Mondmission mit Astronauten starten. Die NASA befürchtet, wer als erstes einen Reaktor auf dem Mond hat, könnte dort Gebiete für sich beanspruchen. Auch Russland hatte vor Jahren über so ein Projekt gesprochen. Jetzt treibt die NASA ihre Pläne voran. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 7. August 2025. Kommt es bald zum Friedensgipfel? Es gibt neue Hoffnung auf ein Ende des Krieges in der Ukraine. US-Präsident Donald Trump will sich bald mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das hat ein Berater des Kreml angekündigt. Ort und Termin sollen bald bekannt gegeben werden. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky möchte Putin treffen. Er sagt, eine echte Lösung für den Krieg kann es nur geben, wenn sich die Staatschefs persönlich treffen. Trump hat nach einem Besuch seines Gesandten in Moskau erklärt, dass es gute Chancen für ein Treffen mit Putin gibt. Danach will er auch mit Zelensky sprechen. Auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz hat Trump bereits telefoniert. Ob es ein gemeinsames Treffen von Trump, Putin und Zelensky geben wird, ist aber noch unklar. Der Kreml hat dazu nichts gesagt. Italien baut längste Hängebrücke der Welt. Italien will das Festland mit der Insel Sizilien verbinden. Mit der längsten Hängebrücke der Welt. Sie wird über die Meerenge von Messina führen und etwa 3 Kilometer lang sein. Bis jetzt kann man die Strecke nur mit der Fähre fahren.
Die Regierung hat dem Bau jetzt zugestimmt. Der Bau soll 2026 beginnen. Autos und Züge sollen ab 2032 über die Brücke fahren können. Viele Menschen sind gegen das Projekt. Sie warnen vor Erdbeben, Umweltproblemen und sehr hohen Kosten. Die Regierung dagegen sagt, die Brücke ist wichtig für die Entwicklung im Süden Italiens. Immer früher am Smartphone. In Deutschland nutzen viele Kinder schon mit 7 Jahren ein Smartphone. Mit 9 Jahren besitzen die meisten ein eigenes Gerät. Das zeigt eine neue Umfrage unter Eltern. Viele wünschen sich, dass die Kinder weniger Zeit am Handy verbringen sollen. Fast alle Eltern machen Regeln für die Nutzung. Ab 13 Jahren erlauben aber viele einen freien Zugang. Nur 40% kontrollieren noch. Auch bei Social Media sind die meisten vorsichtig. Jüngere Kinder dürfen oft kein eigenes Konto haben. Ab 10 Jahren nutzen viele dann ein Profil, manchmal auch unter eigenem Namen. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 8. August 2025. Trump droht mit hohen Zöllen auf Chips. US-Präsident Donald Trump will 100% Zölle auf Chip-Importe erheben. Eine Ausnahme soll es geben, wenn Unternehmen in den USA investieren. Apple-Chef Tim Cook kündigte an, 100 Milliarden Dollar zu investieren, um mehr Bauteile in den USA zu produzieren. Trump sagt, Zölle sind besser als staatliche Hilfe, um wieder mehr Chips im Westen zu produzieren. USA setzen hohe Belohnung auf Maduro aus. Die USA bieten 50 Millionen Dollar für Hinweise, um Venezuelas Präsident Nicolás Maduro festzunehmen. Sie behaupten, Maduro bringt Kokain und Gewalt in die USA. Maduro regiert seit Jahren mit harter Hand. 2024 hat er bekannt gegeben, dass er die Wahl gewonnen hat. Viele haben ihm dabei Betrug vorgeworfen. Auch viele Länder erkennen das Ergebnis nicht an. Venezuelas Außenminister nennt die US-Belohnung lächerlich. Frau mit 99,98% tätowiertem Körper. Nesca Fursina aus den USA gilt als die Frau mit den meisten Tätowierungen der Welt. Laut Guinness World Records sind 99,98% ihres Körpers tätowiert. Außerdem hat sie 89 weitere Körpermodifikationen. Täter von Weitefeld tot gefunden. Im April sind in Weitefeld im Westerwald 3 Menschen getötet worden. Ein Ehepaar und ihr 16-jähriger Sohn. Die Polizei hat einen 61-jährigen Nachbarn verdächtigt. Seitdem hat sie nach ihm gesucht. Jetzt hat ein Bürger eine Leiche entdeckt, nur etwa 1 Kilometer vom Tatort entfernt. Es handelt sich um den gesuchten Mann. Neben ihm hat eine Waffe gelegen, möglicherweise die Tatwaffe. Die Todesursache ist noch unklar. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 11. August 2025. Arzt empfiehlt Pommes bei Hitze.
An heißen Tagen verliert der Körper durch das Schwitzen nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Mineralien. Wenn diese Mineralien fehlen, kann das den Kreislauf stören. Der Reisemediziner Thomas Küpper von der Uniklinik Aachen hat einen überraschenden Tipp: salzige Pommes essen. Das Salz hilft, den Mineralienverlust auszugleichen. Das Wichtigste ist, dass Pommes nicht zu fettig sein sollten. Trump: Obdachlose müssen weg. Donald Trump will Obdachlose aus der Hauptstadt vertreiben. Auf seiner Plattform Truth Social hat er geschrieben: Die Obdachlosen müssen sofort verschwinden. Wir werden Unterkünfte anbieten, aber weit weg von der Hauptstadt. Das Weiße Haus hat nicht erklärt, wie diese Pläne genau aussehen sollen. Trump und seine Unterstützer sagen seit längerem, dass Washington, D.C. unsicher ist. Die Stadtverwaltung sagt jedoch, es gibt so wenig Gewaltverbrechen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Trotzdem will Trump möglicherweise Bundeskräfte in die Stadt schicken, auch wenn die Behörden vor Ort dagegen sind. Fünf Journalisten bei Angriff in Gaza getötet. Mindestens 5 palästinensische Journalisten sind bei einem israelischen Angriff auf die Stadt Gaza getötet worden. Das hat der katarische Sender Al Jazeera gemeldet. Unter den Toten ist auch der Reporter Anas al-Sharif. Die israelische Armee hat den Angriff bestätigt. Sie behauptet, al-Sharif war ein Hamas-Anführer und hat vorgegeben, Journalist zu sein. Al Jazeera hat diesen Vorwurf zurückgewiesen. Israel hat keine Beweise vorgelegt, die von unabhängigen Stellen geprüft wurden. Schlachtensee soll besser geschützt werden. Der Schlachtensee im Berliner Südwesten ist im Sommer ein beliebtes Ziel für Badegäste. Täglich kommen tausende Menschen. Das belastet jedoch die Natur. Müll bleibt liegen, Bäume und Pflanzen werden beschädigt. Die Wasserqualität ist zwar stabil, aber das empfindliche Ökosystem am Ufer leidet. Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf will den Schlachtensee besser schützen. Bis 2028 sollen manche Uferabschnitte gesperrt werden. Es soll mehr Schilder geben, die Besucher lenken. Und es soll weniger Stellen geben, an denen man direkt ins Wasser gehen kann. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 12. August 2025. Italien. Hohe Strafen für Müll aus dem Auto. In Italien gibt es neue Regeln gegen das Wegwerfen von Müll aus dem Auto. Wer zum Beispiel einen Müllsack aus dem Fenster auf die Straße oder an den Straßenrand wirft, muss bis zu 18.000 € Strafe zahlen. Wenn das in einem Naturschutzgebiet passiert, kann der Führerschein weggenommen werden. Außerdem kann er ins Gefängnis kommen. Eine Videoaufnahme reicht als Beweis. Die Polizei muss nicht direkt vor Ort sein. Die Strafen gelten auch für ausländische Urlauber. Straßenhunde in Neu-Delhi müssen eingefangen werden. In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sollen alle Straßenhunde eingefangen und in Tierheime gebracht werden. Das hat das höchste Gericht des Landes entschieden. Hintergrund sind die vielen Hundebisse in der Stadt. Schätzungen zufolge fast 2000 pro Tag. Auch Kinder sind betroffen.
Die Behörden müssen nun innerhalb einer Woche eine Hotline einrichten, bei der Menschen Hundebisse melden können. Wer die Arbeit der Behörden behindert, muss mit rechtlichen Strafen rechnen. Mehr junge Mädchen mit Essstörungen. Im Jahr 2023 sind in Deutschland etwas mehr als 12.000 Menschen wegen einer Essstörung behandelt worden. Auffällig ist, immer mehr junge Mädchen sind betroffen. Ihre Zahl hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Mit rund 3/4 der Fälle ist Magersucht am häufigsten diagnostiziert worden. 11% haben an Bulimie gelitten. Lidl eröffnet ersten Markt nur für Non-Food-Produkte. Lidl hat in Lottstetten seinen ersten Markt eröffnet, der fast nur Non-Food-Produkte verkauft. Hier gibt es vor allem Werkzeug, Pfannen, Grills und sogar Fahrräder, aber kaum Lebensmittel. Experten sehen das Lidl-Projekt als Test. Wenn es erfolgreich ist, können weitere Non-Food-Filialen folgen. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 13. August 2025. Madonna bittet Papst um Reise nach Gaza. Sängerin Madonna hat Papst Leo XIV. Gebeten, nach Gaza zu reisen, um Kindern zu helfen. In einem Instagram-Post hat sie geschrieben: Bitte gehen Sie nach Gaza und bringen Sie Ihr Licht zu den Kindern, bevor es zu spät ist. Sie hat gesagt, als Mutter kann sie das Leid nicht ertragen und will alles tun, um Kinder vor dem Hungertod zu retten. Frauen spielen länger als Männer. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland spielt zumindest ab und zu Computerspiele. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar 87%. In der Altersgruppe 65 plus spielt mittlerweile jede 5. Person. Das zeigt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Frauen spielen im Schnitt länger als Männer. 2,2 Stunden pro Tag. Männer 1,9 Stunden. Nur 7% der Befragten spielen 5 Stunden oder mehr täglich. AfD in Umfrage vor Union. Merz auf Tiefpunkt. Eine neue Forsa-Umfrage zeigt, Union und SPD kommen zusammen nur noch auf 37%. Die AfD steigt auf 26% und wäre damit die stärkste Partei in Deutschland. Bundeskanzler Friedrich Merz erreicht nur noch 29% Zustimmung, so wenig wie noch nie. Die Hälfte der Menschen glaubt, dass keine Partei die Probleme des Landes lösen kann. Mexiko liefert 26 Kartellmitglieder an USA aus. Mexiko hat 26 mutmaßliche Mitglieder großer Drogenkartelle an die USA ausgeliefert. Ihnen werden Mord, Drogenschmuggel und Menschenhandel vorgeworfen. Darunter sind Anführer der Kartelle Jalisco Nueva Generación, Sinaloa und Los Zetas. Es ist bereits die zweite große Auslieferung in diesem Jahr. Neuer ICEL startet im Dezember.
Der neue ICE-L mit stufenlosem Einstieg fährt ab Mitte Dezember zwischen Berlin und Köln. Die Bahn hatte den Zug beim spanischen Hersteller Talgo bestellt. Doch Lieferprobleme und Verzögerungen bei Tests haben den Start verschoben. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 14. August 2025. Skandaloperation in Österreich. In Österreich hat ein Operationsskandal für Aufsehen gesorgt. Eine Neurochirurgin hat ihre 12-jährige Tochter bei einer Notoperation am Kopf eines Patienten ein Loch bohren lassen. Der Vorfall hat sich im Januar 2024 im Universitätsklinikum Graz ereignet. Der Patient hat erst später davon erfahren und hat sich wie ein Versuchstier gefühlt. Gegen die Ärztin und einen Kollegen gibt es jetzt eine Anklage wegen Körperverletzung. Jimmy Kimmel hat jetzt 2 Pässe. Der US-Comedian Jimmy Kimmel hat jetzt auch die italienische Staatsbürgerschaft. In einem Podcast hat er erzählt, dass seine Vorfahren von der Insel Ischia nach New York gezogen sind. Kimmel hat oft Donald Trump kritisiert, auch bei der Oscar-Verleihung 2024. Trump hat ihn öffentlich angegriffen und gesagt, er hat kein Talent. Laut italienischen Medien hat Kimmel in diesem Jahr seine Abstammung bewiesen und die doppelte Staatsbürgerschaft erhalten. Direktzug nach London geplant. Deutschland und Großbritannien haben eine neue direkte Zugverbindung nach London geplant. Verkehrsminister Patrick Schnieder und seine britische Kollegin Heidi Alexander haben in Hamburg eine Absichtserklärung unterschrieben und eine gemeinsame Arbeitsgruppe gegründet. Schon in den kommenden Jahren sollen die ersten Züge unter dem Ärmelkanal direkt fahren. Die Reise soll schneller, bequemer und umweltfreundlicher als Fliegen sein. Das Projekt soll auch Tourismus, Wirtschaft und kulturellen Austausch fördern. Grenzkontrollen kosten über 80 Millionen Euro. Die neuen Grenzkontrollen in Deutschland seit Mitte September haben bis Ende Juni 80,5 Millionen Euro gekostet. Das hat die Regierung gesagt. Die meisten Kosten kamen durch Überstunden der Bundespolizei. Für Unterkunft und Essen der Beamten hat man 23 Millionen Euro bezahlt. Weitere Millionen Euro wurden für Zulagen, Einsatzmittel und den Betrieb der Grenzstationen ausgegeben. Die Zahlen hat das Innenministerium an den Bundestag geschickt. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 15. August 2025. Kassel. Finanzamt füllt Steuererklärung aus. In Kassel startet ein besonderes Pilotprojekt. Das Finanzamt übernimmt für Bürger die Einkommenssteuererklärung für 2024. Die hessische Steuerverwaltung nennt das einen wichtigen Schritt für Entbürokratisierung. Wenn das Projekt erfolgreich ist, soll es in ganz Hessen eingeführt werden. Hessens Finanzminister Alexander Lorz sagt, die Steuer macht jetzt das Amt. Davon dürften viele träumen.
Amazonas verliert Fläche größer als Spanien. Im brasilianischen Amazonasgebiet sind seit 1985 rund 52 Millionen Hektar Natur zerstört worden, mehr als die Fläche Spaniens. Die meiste Abholzung hat zwischen 1995 und 2004 stattgefunden. In den letzten Jahren hat sich der Verlust durch Klimafolgen, Waldschäden und Landwirtschaft wieder beschleunigt. Der Anteil unberührter Natur in Brasilien ist von 80% im Jahr 1985 auf 65% im Jahr 2024 gesunken. Betrüger locken mit gefälschten Jauch-Videos. Online-Betrüger nutzen gefälschte Fotos und Videos von Prominenten wie Günther Jauch, um für Krypto-Investments zu werben. Jauch geht juristisch dagegen vor, oft ohne Erfolg, da die Täter im Ausland sitzen. KI erleichtert das Erstellen realistischer Deepfakes, besonders von bekannten Personen. Experten raten, bei Online-Investitionen kritisch zu prüfen, ob Angebot und Absender vertrauenswürdig sind. Kein Durchbruch beim globalen Plastikabkommen. Nach 3 Jahren Verhandlungen hat die UN-Konferenz in Genf kein Abkommen gegen Plastikmüll erreicht. Mehr als 100 Staaten, darunter Deutschland und die EU, wollen die Plastikproduktion stark begrenzen und Einwegplastik verbieten. Ölproduzenten wie Saudi-Arabien, Iran und Russland haben das abgelehnt. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 16. August 2025. Bundesregierung kritisiert Israels Siedlungspläne. Die israelische Regierung plant neue Siedlungen im Westjordanland. Vorgestellt hat den Plan der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich. Die Bundesregierung in Berlin lehnt diese Pläne klar ab. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnt, dass das Projekt die Zwei-Staaten-Lösung gefährdet und gegen das Völkerrecht verstößt. Mann hat auf Taube geschossen. Polizei hat Wohnung gestürmt. In Berlin-Hellersdorf hat ein Mann aus seiner Wohnung auf eine Taube geschossen. Zeugen haben Schüsse gehört und die Polizei gerufen. Kurz danach ist die Taube tot im Hinterhof gelegen. Ein großes Polizeiaufgebot hat die Wohnung gestürmt. Dort haben die Beamten nur Munition und ein Luftgewehr gefunden. Keine Waffe und keine Personen. Später hat sich der Bewohner selbst bei der Polizei gemeldet. Er hat gesagt, dass er die Taube mit einer Steinschleuder geschossen hat. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Selenskyj trifft Trump in Washington. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj wird am 18. August US-Präsident Donald Trump in Washington treffen. Das hat er nach einem Telefonat mit Trump angekündigt. Trump hat Selenskyj dabei auch über sein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska informiert. Das Gespräch zwischen Trump und Selenskyj hat 1 Stunde gedauert. Nach Badeunfall bei Schweinfurt. Mädchen gestorben.
Ein 8-jähriges Mädchen ist nach einem Badeunfall in einem Baggersee bei Schweinfurt im Krankenhaus gestorben. Ihre 6 Jahre alte Schwester ist noch in Lebensgefahr. Die beiden Mädchen waren am Donnerstagabend unbeaufsichtigt im Wasser. Dort sind sie plötzlich untergegangen. Badegäste haben ein Kind an einem treibenden Schwimmflügel bemerkt und aus dem Wasser gezogen. Kurz darauf haben Helfer auch das zweite Kind gefunden. Die 8-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht. Ihre Schwester ist mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Würzburg gekommen. Die Polizei untersucht jetzt, wie es genau passiert ist. Auch im Tegeler See in Berlin gab es einen Todesfall. Ein 23-Jähriger ist gestorben, weil er seinen Bruder retten wollte. Der 14-Jährige hat im Wasser Kreislaufprobleme bekommen und ist untergegangen. Sein älterer Bruder ist hinterhergesprungen und hat ihn ans Ufer gebracht. Kurz darauf ist er selbst nicht mehr aufgetaucht. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 21. August 2025. Immer mehr Betrug bei Führerscheinprüfungen. In Deutschland schummeln immer mehr Fahrschüler bei der Theorieprüfung. Laut TÜV-Verband gab es im ersten Halbjahr 2025 schon über 2000 Täuschungsversuche. Oft nutzen die Prüflinge Kameras oder Kopfhörer. Manchmal schicken sie sogar einen Doppelgänger. Im Jahr 2024 wurden mehr als 4000 Betrugsfälle entdeckt. Das waren 12% mehr als im Jahr davor. Seit 2020 ist die Zahl fast um die Hälfte gestiegen. Der TÜV warnt, wer ohne Wissen die Prüfung besteht, gefährdet die Sicherheit im Straßenverkehr. Debatte um Gebühr beim Arztbesuch. Der Arbeitgeberverband schlägt vor, Patientinnen und Patienten sollen bei jedem Arztbesuch eine kleine Gebühr zahlen. Damit soll verhindert werden, dass Menschen wegen derselben Krankheit zu vielen Ärzten gehen. Russische Drohne in Polen abgestürzt. In der Nacht zum Mittwoch ist in einem Maisfeld im Osten Polens eine Drohne abgestürzt. Nach Angaben der Regierung in Warschau hat es sich dabei um eine russische Drohne gehandelt. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hat gesagt, Russland provoziert erneut die NATO-Staaten. Alle NATO-Partner sind über den Vorfall informiert worden. Mallorca. Ärger um Strandliegen-Reservierungen. Auf Mallorca kann man an vielen Stränden Liegen nur noch online buchen. Wer keine Reservierung hat, darf sich oft nicht hinlegen, auch wenn die Liege frei ist. Ein Set kostet rund 18 €, Premium-Angebote sogar über 50 €. Viele Hotels blockieren die besten Plätze für ihre Gäste. Das sorgt bei Urlaubern und Einheimischen für viel Ärger. Elon Musk zieht sich aus Politik zurück. Elon Musk hat seine Pläne für eine eigene Partei gestoppt. Nach dem Bruch mit US-Präsident Trump will er sich vorerst nur auf seine Unternehmen konzentrieren. Das war's für heute mit den Nachrichten.
Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 22. August 2025. USA prüfen Millionen Visa. Das US-Außenministerium will mehr als 55 Millionen Visa überprüfen. Wer gegen Einwanderungsregeln verstößt, kann sein Visum verlieren und abgeschoben werden. Als Verstöße nennt das Ministerium zum Beispiel einen zu langen Aufenthalt, Straftaten oder Kontakte zu Terrorgruppen. Seit der Rückkehr von Präsident Trump ins Amt sind schon über 6.000 Studentenvisa entzogen worden, meist wegen Gewalt, Alkohol am Steuer oder Terrorverdacht. Polizist in Völklingen erschossen. In Völklingen im Saarland ist ein Polizist bei einer Festnahme getötet worden. 2 Beamte haben einen mutmaßlichen Tankstellenräuber verfolgt. Dabei soll der Täter einem Polizisten die Waffe entrissen und geschossen haben. Der Beamte ist getroffen worden und gestorben. Auch der Täter ist verletzt und festgenommen worden. Immer mehr Autos in Deutschland. In Deutschland gibt es immer mehr Autos. Anfang 2025 hatte Deutschland 590 Autos pro 1000 Menschen. Ein Jahr zuvor gab es 588 Autos. Seit 2008 steigt die Zahl fast jedes Jahr. Am meisten Autos gibt es im Saarland, Rheinland-Pfalz und Bayern. Am wenigsten in Berlin, Bremen und Hamburg. Dort nutzen viele Menschen den Nahverkehr. Postbotin hat Brand in Neerstedt verhindert. In Oldenburg hat eine Postbotin wahrscheinlich ein Feuer verhindert. Die 32-jährige Frau hat am Dienstag einen Rauchmelder piepen gehört. Sie hat auch Rauch aus einem Einfamilienhaus gesehen. Sie hat an der Tür geklingelt und geklopft. Niemand hat aufgemacht. Deshalb hat sie sofort die Feuerwehr gerufen. Kurz danach sind 40 Feuerwehrleute gekommen. Sie haben das Haus betreten. Die Bewohner sind nicht zu Hause gewesen. Auf dem Herd hat ein Kochtopf gestanden und der Herd ist noch an gewesen. Neue Lego-Giraffe in Hamburg heißt Loki. Am Elbufer in Hamburg steht seit Anfang August eine große Lego-Giraffe. Sie ist fast 6 Meter hoch und wiegt 1200 Kilogramm. Die Giraffe gehört zum Lego Discovery Center Hamburg. Die Follower haben einen Namen vorgeschlagen und danach abgestimmt. Jetzt ist das Ergebnis da. Die Giraffe heißt Loki. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 23. August 2025. Ex-Busfahrer muss ins Gefängnis. Ein ehemaliger Busfahrer wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen verurteilt. Die Opfer waren damals zwischen 13 und 16 Jahre alt. Der Mann hat während der Busfahrten Vertrauen zu den Jugendlichen aufgebaut und dieses Vertrauen später ausgenutzt. Vor Gericht hat er die Vorwürfe zuerst harmloser dargestellt. Einige Taten hat er aber zugegeben. Captagon – gefährliche Droge aus Syrien.
Captagon wird oft Kokain der Armen genannt. Die Droge enthält den Stoff Phenethylin und wirkt ähnlich wie Amphetamin. Sie macht wach und gibt viel Energie. Wer Captagon nimmt, fühlt sich stark. Ohne die Droge kommen aber Angst, schlechte Laune und Depression. Viele Jahre ist Captagon in Syrien produziert worden. Damit wurde der Krieg im Nahen Osten finanziert. Immer wieder haben Zollbehörden riesige Mengen gefunden, zum Beispiel in Italien, Malaysia oder Ägypten. Heute ist der Diktator in Syrien nicht mehr da, aber viele Menschen sind süchtig geblieben. Weniger Auslandsreisen für Beschäftigte in China. Immer mehr Beschäftigte in China haben Probleme mit Auslandsreisen. Viele Arbeitgeber haben gesagt, Reisen ins Ausland sind nicht erlaubt. Es betrifft verschiedene Gruppen: Professoren, Polizisten, Lehrer und Krankenhauspersonal. Oft müssen sie ihre Pässe abgeben oder für jede Reise eine Erlaubnis bekommen. Manchmal sind Auslandsreisen ganz verboten oder nur für wenige Tage im Jahr erlaubt. Auch ohne Arbeitgeber ist es für viele Chinesen schwer, einen Pass zu bekommen. Die Organisation Human Rights Watch hat im Februar berichtet, in vielen Regionen machen die Polizeibehörden die Ausstellung von Pässen schwieriger. FBI hat Haus von Trump-Kritiker Bolton durchsucht. Das FBI hat in den USA das Haus und das Büro von John Bolton durchsucht. Bolton war früher Sicherheitsberater und ist heute ein Kritiker von Donald Trump. Die Durchsuchung in Maryland hat zu Ermittlungen oder geheime Dokumente gehört. Bolton ist nicht festgenommen worden. Ihm sind keine Straftaten vorgeworfen worden. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 25. August 2025. Emine Erdogan bittet Melania Trump um Hilfe. Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten, hat einen Brief an Melania Trump geschrieben. Sie fordert die First Lady der USA auf, sich für Kinder im Gazastreifen einzusetzen. Erdogan erinnert daran, dass Trump schon Kinder im Ukraine-Krieg unterstützt hat. Nun bittet sie, auch an die Kinder in Gaza zu denken und an Israels Ministerpräsidenten zu schreiben. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel bleiben angespannt. Israel greift Ziele im Jemen an. Die israelische Luftwaffe hat Ziele der Huthi-Miliz im Jemen angegriffen. Dabei wurden nach Angaben des Militärs wichtige Kraftwerke und eine militärische Anlage getroffen. Gleichzeitig meldet der palästinensische Zivilschutz mindestens 42 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen. Taifun Kayeki bedroht Vietnam. In Vietnam wird die Evakuierung von mehr als 500.000 Menschen vorbereitet. Betroffen sind über 150.000 Haushalte in 4 Küstenprovinzen. Grund ist der nahende Taifun mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern pro Stunde.
Behörden erwarten starken Regen und Überschwemmungen. In mehreren Regionen dürfen Boote nicht auslaufen. Auch auf der chinesischen Insel Hainan wurden bereits über 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Merz schlägt Alarm. Sozialstaat unbezahlbar. In Deutschland steigen die Kosten für Rente, Pflege, Gesundheit und Bürgergeld stark. Politiker wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Experten diskutieren über Reformen. Fachleute schlagen längeres Arbeiten, höhere Eigenanteile bei Gesundheitskosten und Änderungen beim Bürgergeld vor. Außerdem sollen mehr Menschen in Arbeit gebracht werden. Ohne neue Regeln drohen höhere Belastungen für den Staat und für die Steuerzahler. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 26. August 2025. Brille von Gandhi-Büste in Berlin gestohlen. Im Berliner Mauermuseum ist die Brille einer Gandhi-Büste gestohlen worden. Der Diebstahl soll zwischen dem 2. und 6. August passiert sein. Die Brille gehört zu einer Bronzebüste von Mahatma Gandhi. Sie ist aus Bronze, nicht klappbar, ohne Gläser und etwa 23 Zentimeter breit. Die Polizei spricht von einem schweren Diebstahl und bittet um Hinweise. Wer etwas weiß oder die Brille irgendwo angeboten gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. Großbrand im Hamburger Hafen. Im Stadtteil Wedel im Hamburger Hafen hat ein Lagerhaus gebrannt. Es gibt 3 Verletzte. Und über dem Gebiet steht eine große Rauchwolke, die man schon von weitem sehen kann. Durch die Explosion mehrerer Gasbehälter sind auch weitere Hallen und Gebäude in Brand geraten. Trümmerteile sind auf die Autobahn A1 gefallen. Deshalb ist die Autobahn gesperrt. Rund 250 Feuerwehrleute sind mit 5 Löschzügen und vielen Rettungswagen im Einsatz. Auch ein Spezialfahrzeug vom Flughafen hilft. Friseure helfen Obdachlosen in München. Im Münchner Nussbaumpark haben 11 Friseurinnen und Friseure Bedürftigen und Obdachlosen kostenlos die Haare und den Bart geschnitten. Die Aktion hat zusammen mit dem Verein Aktion Brücke stattgefunden. Ziel war es, Menschen etwas Gutes zu tun, die so etwas selten erleben. Einige Friseure sind extra aus anderen Teilen Bayerns nach München gekommen. NBA-Sammelkarte für 11 Millionen Euro verkauft. Eine besondere Sammelkarte aus der NBA ist für 11 Millionen Euro versteigert worden. Auf der Karte sind die Autogramme von Michael Jordan und Kobe Bryant. Beide gelten als Legenden des Basketballs. Das bisher teuerste Sporterinnerungsstück war ein Trikot von Babe Ruth. Es wurde im letzten Jahr für über 24 Millionen Dollar verkauft. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 27. August 2025. Geflüchtete fühlen sich in Deutschland weniger willkommen. Eine neue Studie aus Berlin zeigt, Geflüchtete fühlen sich in Deutschland immer weniger willkommen.
Im Jahr 2016 haben noch 83% gesagt, dass sie sich willkommen fühlen. Doch 2020 waren es nur noch 78% und im Jahr 2023 schließlich nur 65%. Die Forscher erklären, dass ein Grund strengere Regeln in der Migrationspolitik sind. Dazu gehören zum Beispiel Rückführungen. Ein weiterer Grund sind feindliche Einstellungen in der Gesellschaft. Erfolgreichster Netflix-Film: K-Pop Demon Hunters. Der Animationsfilm K-Pop Demon Hunters ist der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Seit der Veröffentlichung am 20. Juni wurde er schon mehr als 236 Millionen Mal abgerufen. Damit hat der Film die Actionkomödie Red Notice überholt, die 3 Jahre lang an der Spitze stand. Die Geschichte handelt von der K-Pop-Gruppe Huntrix. Die 3 jungen Frauen sind eigentlich Sängerinnen, aber heimlich jagen sie Dämonen. Eines Tages tritt die Gruppe auf eine Boyband und die Jungen dort sind selbst Dämonen. AP und Reuters verlangen Erklärung von Israel. Die Nachrichtenagenturen Associated Press und Reuters haben von der israelischen Regierung eine Erklärung gefordert. Grund ist ein Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis im Süden des Gazastreifens am 25. August. Dabei wurden mindestens 20 Menschen getötet, darunter mehrere Journalisten, die für internationale Medien gearbeitet haben. AP und Reuters zeigten sich empört, dass auch ihre Mitarbeiter unter den Opfern sind. Sie erinnern daran, dass Krankenhäuser nach internationalem Recht geschützt sind. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 28. August 2025. Eltern verklagen OpenAI nach tragischem Tod ihres Sohnes. Eltern eines 16-jährigen Teenagers aus Kalifornien haben gegen die Firma OpenAI Klage eingereicht. Sie sagen, ihr Sohn ist im April durch Suizid gestorben, nach monatelangen Gesprächen mit ChatGPT. Die Eltern behaupten, der Chatbot hat ihn nicht nur begleitet, sondern sogar dabei unterstützt, den eigenen Tod zu planen und eine Todesbotschaft zu formulieren. Neuer Abschnitt der A100 eröffnet. Am Mittwoch ist in Berlin ein neuer Abschnitt der Stadtautobahn A100 eröffnet worden. Er ist 3,2 Kilometer lang und hat mehr als 720 Millionen Euro gekostet. Damit ist er der teuerste Autobahnabschnitt in Deutschland. Die neue Strecke verbindet Neukölln mit dem Treptower Park und soll die Innenstadt entlasten. Täglich können dort bis zu 180.000 Fahrzeuge fahren. Am selben Tag haben Gegner der A100 protestiert. Sie haben gesagt, dass Berlin lieber in Radwege und Straßenbahnen investieren soll, damit die Stadt klimafreundlicher wird. Probleme bei PayPal in Deutschland. In Deutschland haben Banken Zahlungen mit PayPal gestoppt, weil das Sicherheitssystem nicht richtig funktioniert hat. Über 10 Milliarden Euro sind deshalb eingefroren worden.
Viele Nutzer haben außerdem Störungen gemeldet. Online-Zahlungen und Auszahlungen haben oft nicht geklappt. PayPal wird von mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland genutzt. China ist größter Autohersteller der Welt. Früher hat Japan die meisten Autos gebaut. Deutschland lag lange auf Platz 2. Doch seit 2009 steht China an der Spitze. Und zwar mit großem Abstand. Heute produziert China rund 27 Millionen Autos pro Jahr. Japan baut etwa 7 Millionen. Indien 5 Millionen und Deutschland 4 Millionen Autos. Ein Grund für den Erfolg ist, dass viele ausländische Hersteller wie Volkswagen, BMW und Daimler in China produzieren. Der Markt im Land ist riesig und der Staat unterstützt die Autoindustrie mit Krediten. Viele dieser Autos werden von China in die ganze Welt exportiert. Das war's für heute mit den Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören.